liebe Hausbauhelden, ihr wollt einen Bungalow bauen, sucht noch Tipps und Tricks für die Bungalowplanung oder einfach Inspirationen, dann seid ihr hier genau richtig. Wir zeigen euch unsere Top 3 Bungalows und wie immer gibt es Hinweise und Ratschläge, was ihr beachten solltet. Wow, Eli, you're doing great. Obwohl ein Bungalow auch Nachteile mit sich bringt, auf deren Lösung wir hier natürlich eingehen werden, überwiegen für viele Menschen die Vorteile. Erstens, alle Funktionen sind auf einer Ebene angeordnet, sodass sich ein barrierefreier Alltag realisieren lässt. Das ist nicht nur für alte Menschen toll oder wenn man mal nach dem Unfall nicht Treppen steigen kann, sondern auch für Familien mit kleinen Kindern, denn Treppen sind immer ein Unfallrisiko. Zweitens, viele Bewohner schätzen auch die enge Verzahnung zwischen Innen- und Außenraum, weil alle Räume auf Gartenniveau liegen. Und drittens, es gibt auch leichtere Instandhaltung, denn die Fassade lässt sich ohne Gerüst nachstreichen und wenn man mal die Regenrinne reinigen muss, reicht in der Regel eine Leiter. Als erstes Beispiel zeigen wir euch unsere allererste Bungalow-Haus-Tour, in der es um komfortables Wohnen und barrierefreies Bauen geht. Von außen betrachtet wirkt Haus Vita erstmal wie ein klassischer Winkelbungalow. Und jetzt gucken wir mal, wie es drin aussieht. So, jetzt kommen wir rein. Wenn wir jetzt hier gerade stehen, kann ich euch diese Tür zeigen. Das ist auch ein rollstuhlgerechtes Feature. Ich habe ja also eine Tür, die ich im Sitzen ohne Kraftaufwand öffnen kann, per Knopfdruck. Die schiebt sich dann auf. Ich komme hier schwellenfrei nach draußen. Ich brauche also keinen Kraftaufwand. Auch diese Türen sind RC2 von der Sicherheitsstufe, das heißt, die bekommt wirklich keiner auf. Es gibt hier auch die Möglichkeit, einmal kurz drauf zu drücken, dann gibt es nur so eine Lüftungsstellung oder dass die Tür nicht ganz aufgeht, sondern dass eine Person mit einem Tablett gut durchkommt. Und wenn man jetzt hier nach draußen geht, kann man wirklich sehen, dass dieser Innen- und Außenraum ganz schön verbunden wird an dieser Stelle. Rollstuhlgerecht hingegen ist hier diese hoch eingebaute Spülmaschine mit einer tollen Sache, nämlich Knock to Open. Da klopfe ich einmal an und dann geht sie auf. Dann kann ich die hier aufklappen, kann hier nebenan fahren, diese Einzüge rausholen und die ganz bequem ein- und ausräumen. Und mein absolutes Highlight, ein Bett mit Blick nach draußen ins Grüne. Das ist natürlich wunderschön, wenn ich wirklich mal länger bettlägerig bin, dass ich hier einen Raum habe, der ganz abgeschlossen ist vom restlichen Bereich. Ich habe hier wirklich meine Ruhe. Dieses Bett ist übrigens auch vom Haushersteller gebaut und man kann hier ein ganz nettes Detail sehen. Wenn ich mich nähere, geht hier der Bewegungsmelder das Licht an, auch hier unten. Das heißt, wenn ich nachts aufstehe und auf Toilette gehe, sehe ich hier was. Ich sehe meine Hausschuhe. Es wird aber nicht so hell im Raum, dass ich den anderen störe. Für wahre Barrierefreiheit muss also mehr beachtet werden als nur die Ebenerdigkeit. Flure und Sanitärräume dürfen nicht zu eng sein. Es braucht sogenannte Bewegungsflächen von 1,20 x 1,20 und für rollstuhlgerechtes Bauen sogar 1,50 x 1,50. Zweitens müssen Türen breit genug sein. Für echte Barrierefreiheit müssen sie eine lichte Durchgangsbreite von 90 cm haben und in kleinen Räumen dürfen sie nicht nach innen aufschlagen. Drittens sind Schwellen an Duschen, Türen und Fenstertüren zur Terrasse zu vermeiden. 1,5 bis 2 cm gelten je nach Landesbauordnung noch als tolerabel, weil sich's ohne Anschlag bautechnisch oft kaum realisieren lässt, aber je weniger, desto besser.
Beim Eingangsbereich ist zu beachten, ein Bungalow ist zwar ebenerdig, aber das heißt nicht, dass er automatisch einen barrierefreien Eingang hat. Denn weil ja Wasser immer vom Haus weggeführt werden muss, werden gerade Holzbauwerke oft ein bisschen über Geländeniveau gesetzt. Und dann hat man ganz schnell 2 Stufen am Eingangsbereich, an die man vielleicht nicht gedacht hat, wenn man es nicht anders plant. Es gibt aber ganz tolle Lösungen, wie man mit flachen Rampen und Vordächern Wetter- und Windschutz und vor allen Dingen Schlagregenschutz der Schwelle realisieren kann und Sicherheit und Komfort im Eingangsbereich hinkriegt. Wir schauen uns ja heute einen barrierefreien bzw. barrierearmen Bungalow, also Wohnen auf einer Ebene an. Wenn wir jetzt hier rumkommen, sehen wir, es gibt hier so ein vorgesetztes Eingangsmodul, wo auch sehr viele praktische Dinge gleich schon mit integriert sind. Also erstens habe ich natürlich jetzt auch hier die Überdachung für den Eingangsbereich inklusive Windschutz und integrierter Beleuchtung. Auch hier wieder der schwellenfreie Zutritt eben dadurch möglich. Und hier gibt es einen Einbauschrank, wo man ganz viele praktische Dinge unterbringen kann. Unter anderem haben wir hier zum Beispiel einen Schrank, wo man die Mülltonnen, dreckige Schuhe, Gartengeräte oder auch Deko unterstellen kann, wenn man sie nicht braucht. Also dieses komplette Element hier sind Einbauschränke und ich habe hier auch wieder den Weg, wo ich trockenen Fußes ums Haus rum hier auf meine schöne Terrasse komme. Dieser Weg dürfte dann vielleicht in echt auch noch ein bisschen breiter sein, dass man da gut gehen kann. Und neben der Haustür gibt es hier auch noch eine ganz praktische Sache, nämlich so eine integrierte Paketbox. Ich kann die also hier so machen, dass man die genau einmal aufmachen kann, um da ein Paket abzustellen. Und wenn der Postbote die dann zumacht, dann lässt sie sich nur mit dem Schlüssel öffnen. Das heißt, ihr könnt euer Paket da rausnehmen, wenn ihr dann nach Hause kommt. Und wir schauen uns jetzt mal noch ein paar Details an bei dieser Pfostenriegelfassade hier. Denn wir haben hier jetzt zum Beispiel diese riesen Öffnungsflügel, die sind 2,60 Meter hoch. Der Öffnungsflügel ist 1 Meter breit. Und ein ganz besonderes Detail ist eben, dass jetzt hier das Parkett so rangezogen ist, dass das hier wirklich alles rahmenlos ist. Das sieht natürlich total schick aus. Diese Verglasung ist hier so rahmenlos drin. Ich kann euch sagen, so im Detail hinzukriegen ist sehr, sehr aufwendig und deshalb natürlich jetzt auch nicht ganz billig. Hier hat man jetzt den fast schwellenfreien Austritt, also das sind 1,5 cm, da kommt man noch raus und man hat auch noch die 90 cm Durchgangsbreite nach draußen. Ich habe euch ja eben schon gesagt, 80 cm Durchgangsbreite gilt als barrierearm, da kann man mit einem Rollator durch. Barrierefrei bzw. rollstuhlgerecht wäre dann, wenn es eine lichte Durchgangsbreite von 90 cm hat. Ist hier nicht an allen Stellen gegeben, aber ich sage es euch dann immer noch mal, wenn wir dahin kommen. Und hier wurden jetzt viele Dinge schon mal vorgerüstet, wie zum Beispiel in dieser Wand eine Verstärkung und eine Elektrik, dass man hier später einen Klappsitz, Haltegriffe, auch so einen Hilfeknopf und sowas anbringen könnte, was man vielleicht braucht. Bungalows können auch am Hang realisiert werden, dann auf einem Keller. Dann sieht das Ganze von einer Seite vielleicht zweigeschossig aus, aber alle täglich benutzten Räume liegen weiterhin auf einer Ebene. Wenn ihr die Treppe in den Keller dann noch gerade und einläufig plant, könnt ihr da später auch kostengünstig einen Treppenlift installieren. Oder ihr plant gleich einen Luftraum für einen Aufzug ein, dann lässt sich das später einfach nachrüsten. Diese Kellernummer löst noch ein Bungalow-Problem. Es gibt da nämlich oft zu wenig Stauraum, weil der ja in der Fläche schon relativ viel Grundstücksplatz verbraucht und dann eben Nebenräume fehlen. Und da gibt es sich auch keinen Stauraum unter der Treppe oder ähnliches. Deshalb können dann Technik- und Abstellräume im Keller eingeplant werden. Da macht es auch nichts, wenn es da eine Treppe gibt, denn da muss man ja nicht täglich hin.
Noch ein Punkt zum Thema Stauraum. Wenn es jetzt kein Flachdach-Bungalow ist, kann man auch den Dachraum nutzen zum Verstauen von Dingen. Dann sollte man aber mit Warmdach bauen, wo also die Dachschrägen gedämmt sind, damit man da oben einen Raum hat, der nicht zu großen Temperaturschwankungen ausgesetzt ist. Ich habe noch 3 Tipps für euch, was bei Bungalows oft das Problem ist und wie ihr die umgehen könnt. Wir haben einen großen Flächenverbrauch. Das heißt, in der heutigen Zeit eigentlich ein Ausschlusskriterium. Deshalb ist es beim Bungalow umso wichtiger, total flächeneffizient zu planen und sich zu überlegen, was brauche ich wirklich, wo bekomme ich Stauraum unter. Das nächste Problem ist nämlich, da die Fläche größer ist, habt ihr auch höhere Kosten. Nicht nur fürs größere Grundstück, sondern ihr habt eine größere Bodenplatte auf die Wohnfläche bezogen, mehr Erdarbeiten, die sehr teuer werden können und mehr Dachfläche. Beim Bungalow ist es dann oft kein einfaches Satteldach, weil das von den Proportionen dann architektonisch wie eine Baracke aussieht. Deshalb ist es dann auch teurer, so ein Walmdach wird alles die Kosten nach oben treiben. Aber wie gesagt, flächeneffizient planen und ihr habt das Problem gelöst. Das zweite Problem ist bei der Grundrissplanung fehlende Privatsphäre, weil ihr die Schlafräume und Rückzugsräume eben nicht in ein anderes Geschoss verlegen könnt. Das heißt, ihr braucht einen guten Architekten, der euch die öffentlichen Flächen und die privaten Flächen trennt. Aber auch da gibt es tolle Lösungen und Möglichkeiten. Und der dritte Punkt, wenn ihr natürlich ein Bungalow baut, bleibt weniger Garten übrig auf eurem Grundstück. Das ist aber eigentlich sogar ein Vorteil, denn sowohl im Alter als auch als junge Familie hat man meistens nicht so viel Zeit und Kraft, wie man eigentlich bräuchte, um einen großen Garten in Schuss zu halten. Deshalb besser kleine, hochwertige, geschützte Freiräume schaffen, drumherum pflegeleichte Stauden und Blühflächen für die Insekten und eben auch dann mit einem kleineren Grundstück auskommen, wenn man einen Bungalow plant. Ich hoffe, da waren jetzt ein paar Tipps, Tricks und Inspirationen für euch dabei. Wenn ihr noch mehr wollt zu dem Thema, schaut auf unserem Kanal nach, abonniert die Glocke, dann verpasst ihr nämlich auch alle weiteren Videos nicht von und für Hausbauhelden.